In the United Kingdom, police are investigating dozens of reports of people who fear they've been stuck by needles in drugging attempts. I started screaming and then throwing up and going unconscious. Well, that definitely looks like a needle prick, if that makes sense. Die Täter stechen in Clubs mit Spritzen in Rücken oder Beine ihrer Opfer. The sudden increase that's happened in the last few weeks is really, really scary. Was ist los? Eigentlich freue ich mich auf die aktuelle Zeit. Festivals finden wieder statt, Clubs und Bars haben endlich wieder auf, aber damit häufen sich leider auch die Vorfälle von Übergriffen, Verabreichen von K.O.-Tropfen und seit neuestem etwas, was nach einem absoluten Horrorszenario klingt: Needle Spiking. Auch auf TikTok erzählen junge Frauen, wie ihnen das potenziell passiert sein könnte. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Are you shitting my... Es gibt mittlerweile sogar Petitionen, Diskussionen rund um die Sicherheit in Clubs und Hashtags zu Bewegungen, die zu Clubboykotten in England aufgerufen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst bei mir in den Stories kommt das Thema immer wieder hoch. Und normalerweise, wenn ich in den Club oder so gehe, erwarte ich erstmal nicht, dass ich mit einer Nadel gepiekst und außer Gefecht gesetzt werden könnte. Aber ich habe mich gefragt: Sollte ich? Die Informationslage dazu ist leider alles andere als eindeutig, deswegen möchten wir in diesem Video klären, was ist Spiking und vor allem Needle Spiking überhaupt, warum ist die Lage so unklar und wieso ist es sogar umstritten, dass es das in der Form überhaupt gibt. Ist das also alles nur Panikmache oder ist es eine berechtigte Sorge? Und was kann wer wie überhaupt tun, um uns davor und vor ähnlichen Übergriffen zu schützen? Erstmal kurz zum Begriff, was Spiking bzw. Drink Spiking bedeutet. Die wohl bekannteste Form ist das Drink Spiking, womit wir vor allem K.O.-Tropfen verbinden. Also heißt, dem Opfer wird ohne sein Wissen oder seine Erlaubnis eine illegale Droge ins Getränk gemischt. Meistens handelt es sich hier um Rohypnol, auch als Roofie bekannt, und Gamma-Hydroxybutyrat, kurz GHB oder besser bekannt als Liquid Ecstasy. Aber auch das Zumischen vom zusätzlichen Alkohol ist eine Art des Spikings, eine, die vor allem sehr oft sehr unterschätzt wird. Denn auch wenn es weniger schwerwiegend oder schädlich scheint, ist das Ziel genau dasselbe. Das Opfer soll die Kontrolle verlieren und unfähig werden, oft mit der Absicht, sexuell missbraucht zu werden. Deshalb spricht man schnell von Vergewaltigungsdrogen. Sie sind alle meistens geruchslos, farblos und geschmackslos und durch die unterschiedlichen Drogen sind auch die Symptome häufig vielseitig. Aber die meisten Betroffenen berichten vor allem davon, dass sie sich entweder betrunkener als sonst gefühlt haben, dass sich ihre Gliedmaßen ungewöhnlich steif oder schwer angefühlt haben oder es sogar zu einem Blackout gekommen ist. Oft wird auch von einer geistigen Verwirrung, Schläfrigkeit, Sehstörung, Gleichgewichtsstörung, Übelkeit, Erbrechen und vielem mehr berichtet. Beim Needle Spiking oder auch Injection Spiking genannt, wird dem Opfer meist bei freiliegender Haut eine injizierbare Droge mit einer sehr feinen Nadel verabreicht. Das Ding ist, das alles wirkt halt viel krasser und schneller, als wenn man es trinken würde, denn es gelangt direkt in den Blutkreislauf. Was die eine Art von Spiking jetzt nicht weniger gefährlich macht als die andere, denn wie stark die Symptome und Auswirkungen sind, hängt A von der Konzentration der Droge ab und B spielt das Gewicht, biologische Geschlecht, Größe und Alter eine Rolle. Bei einer Überdosis, egal bei welcher Art von Spiking, kann es zu ernsthaften gesundheitlichen, körperlichen und psychischen Folgen kommen. Die ersten großen Wellen hat das Thema Needle Spiking im Oktober 2021 geschlagen, weil es da plötzlich außergewöhnlich viele Vorfälle gab, und zwar in England. Betroffen waren meistens junge Frauen, die Studentinnen waren, aber auch Männer, die davon berichtet haben, mit einer Nadel gespiked worden zu sein, und ihre Erfahrungen waren alle sehr ähnlich. Sie erzählten, wie sie in einem Club waren und plötzlich die Erinnerung an den Abend verloren haben, obwohl sie laut eigenen Angaben nicht so viel getrunken hatten. Ihre Freundinnen mussten sie dann nach Hause begleiten, weil sie komplett die Kontrolle über sich selbst verloren hatten und kaum stehen oder reden konnten. Während des Abends ist ihnen soweit nichts Verdächtiges aufgefallen, aber am nächsten Morgen bemerkten sie alle eine ganz kleine Einstichstelle. Manche von ihnen haben auch über Verhärtungen oder Schmerzen und blaue Flecken geredet, die sie rund um diese Einstichstelle hatten. Am nächsten Morgen war es dann aber leider schon zu spät und es konnte nicht mehr nachgewiesen werden, was mit ihnen genau geschehen war. Wieso das übrigens so schwer ist, darüber sprechen wir gleich noch. Und vielleicht ist das auch der Grund, und weil es generell ein ziemlich besorgniserregendes neues Phänomen ist, warum das eine Protestwelle in England ausgelöst hat. Viele, vor allem Frauen, waren verunsichert und hatten Angst. Der Hashtag Girls Night In sollte zu einem Mädelsabend zu Hause aufrufen, statt in die Clubs zu gehen. Damit wollten sie das Bewusstsein für diese Vorfälle erhöhen und die Clubs unter Druck setzen. Vor allem in Städten mit vielen Studierenden, wie Manchester oder London, wurde auf den Straßen protestiert und in einigen Städten blieben sogar einige Clubs aus Solidarität geschlossen. Es wurde eine Petition gestartet, in der gefordert wurde, dass die britische Regierung ein Gesetz verabschieden soll, das Clubs am Eingang Gäste auf unerlaubte Waffen und andere gefährliche Gegenstände durchsuchen soll und so die Sicherheit der Gäste gewährleisten soll. Über
Über 170.000 Leute haben sie sogar unterschrieben. Aber im November wurde dieser Vorschlag im Parlament diskutiert und abgewiesen. Die Begründung, das Gesetz erlaube es schon, dass solche Durchsuchungen durchgeführt werden können. Man kann es also schlecht für alle Clubs in allen Orten pauschal festlegen. Es liegt an den jeweiligen Clubs, ob sie diese Sicherheitsdurchsuchungen auch wirklich durchführen oder nicht. In einem Bericht des britischen Home Affairs Select Committees wird erwähnt, dass bis Januar 2022 über 1380 Needle-Spiking-Vorfälle erfasst wurden. Also 1380 Vorfälle in 3 Monaten allein in Großbritannien. Dabei scheint es aber leider nicht zu bleiben, denn die Fälle verbreiten sich mittlerweile auch außerhalb Englands. Dass wir hier langsam über ein europaweites Phänomen sprechen, sollte uns vor allem dann klar werden, wenn wir uns anschauen, dass alleine in Frankreich in den letzten Monaten mehr als 300 Personen gemeldet haben, dass sie in Nachtclubs oder bei Konzerten mit einer Nadel gestochen wurden. 2 Männer wurden zuletzt auch in Frankreich deswegen festgenommen. Mehrere ÄrztInnen und auch die Staatsanwaltschaft sind an diesen unterschiedlichen Fällen dran, aber niemand weiß so richtig, wer das tut oder warum und ob den Opfern Drogen oder überhaupt irgendeine Substanz gespritzt wurde. Und das gilt nicht nur für Frankreich, auch Belgien und die Niederlande haben einzelne Fälle bei der Polizei gemeldet bekommen, manchmal im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen, andere Male nicht. In Belgien wurde zuletzt auch ein Festival wegen 20 Meldungen des Needle-Spikings von unterschiedlichen Frauen auf dem Gelände abgebrochen. Nicht bei allen konnte aber nachher Einstichstellen gefunden werden. Und auch bei einem Fußballspiel in Mechelen hatten 14 Personen dieselben Symptome und bei allen wurden Einstiche von Spritzen nachgewiesen. Wir können mit diesen Beispielen aus ganz Europa noch weitermachen, aber lasst uns mal den Fokus auf Deutschland legen, denn auch hier soll es bereits zu einem Needle-Spiking-Fall gekommen sein. Die australische Musikerin Alison Lewis, bekannt als Zoe Zanius, soll im Berliner Club Berghain Opfer einer Attacke geworden sein. Sie erzählt, dass sie das Bewusstsein verloren habe und das Gefühl hatte, gegen ihren Willen Drogen verabreicht bekommen zu haben. Sie sei erst wieder in der Garderobe aufgewacht, nachdem das medizinische Personal vor Ort sie wiederbelebt habe. Sie soll danach Taubheit verspürt, einen trockenen Mund und Halsschmerzen gehabt haben. Laut ihrem Interview mit der Berliner Zeitung weiß sie nicht, woran es sonst gelegen haben könnte. Sie habe den ganzen Abend eine alkoholfreie Schorle getrunken, die sie sich in einer Flasche zu dritt geteilt haben soll. Dementsprechend müssten die anderen ja dann auch etwas gemerkt haben, wäre es im Getränk gewesen. Später fand sie dann sogar an ihrem Körper eine Einstichstelle an ihrer linken Schulter und ihr Arm tat außerdem so weh wie nach einer Impfung. Die Einstichstelle habe sie dann auch nochmal von einem Arzt gegenchecken lassen, der das auch bestätigte. Sie postete den Vorfall auf Instagram, daraufhin haben sich mehrere Menschen gemeldet, die Ähnliches erfahren haben sollen oder bereits öfter davon gehört haben sollen. Andrea Pies, die in Berlin das Nightlife- und Präventionsprojekt Sonar betreut, sagte dazu, dass sie das Ganze zwar ernst nehmen würde, es aber bisher leider keine belastbaren Aussagen zur Tat und zu den möglichen gespritzten Drogen geben würde. Und trotz der detaillierten Erinnerung ihrer Freundinnen, die bei Zoe Zanius waren und ihre Reaktionen und Symptome, als auch den blauen Fleck um den Nadelstich gesehen haben, hat sie den Vorfall nicht zur Anzeige gebracht. Und damit ist sie leider kein Einzelfall. Opfern aller Art von Spiking fällt es oft schwer, zu ÄrztInnen zu gehen, geschweige denn zur Polizei, denn der Gedächtnisverlust, der oft eintritt, führt dazu, dass sich Betroffene an kaum etwas erinnern und somit auch keine Beweise haben. Und die Urin- und Blutproben können oft ins Leere führen, denn die meisten Date-Rape-Drogen wie GHB sind nach weniger als 12 Stunden kaum mehr nachweisbar. Ganz wichtig ist es aber, egal ob man später rechtliche Schritte geht oder gehen kann, sich ärztlich untersuchen zu lassen, vor allem beim Needle-Spiking. Durch die vielleicht nicht sterilisierten Nadeln, die verwendet werden, können in seltenen Fällen durch das Blut übertragbare Krankheiten wie HIV oder Hepatitis B übertragen werden. Wobei das zum Glück bisher bei den Betroffenen nicht festgestellt wurde. Es ist vielleicht eine komische Frage, immerhin hören wir die Berichte und wir sehen die Fotos von den vermeintlichen Einstichstellen, also wie kann das überhaupt zur Debatte stehen? Aber einige ExpertInnen zweifeln tatsächlich daran. Der Drogenkonsumforscher Harry Sumal von der Liverpool John Moores University sagt zum Beispiel, dass die Injektion einer Substanz per Spritze in einem dunklen, vollen Raum unbemerkt gar nicht so einfach durchzuführen ist. Man würde 20 bis 30 Sekunden für die notwendige Dosis brauchen. Professor Adam Winstock von der Global Drug Survey sagt dazu, dass Nadeln mit einer gewissen Sorgfalt eingeführt werden müssten, vor allem in nackte Haut. Dass da was zufällig durch die Kleidung injiziert werden würde, hält er für sehr unrealistisch und einfach nicht möglich, weil man auch mehrere Milliliter spritzen müsste und das wehtun würde. Man würde es also merken. Andere wiederum schätzen, dass das durchaus möglich sei, dafür müsste die sehr dünne Nadel oder Spritze aber mehrere Sekunden im Körper sein. Laut Ärztinnen würde niemand im Dunkeln eine Ader treffen, es müsste also intramuskulär, also wie bei einer Impfung, in den Oberarm zum Beispiel gespritzt werden. Wieso man den Stich nicht spüren würde oder wieso Betroffene es erst viel später bemerken,
Verstärken lässt sich nur vermuten. Vielleicht liegt es an der Reizüberflutung im Club, wie laute Musik, viel Körperkontakt, Geschubse und auch der Konsum von Alkohol ist dabei nicht zu unterschätzen. Aber auch der Umgang mit den Opfern ist Teil des Problems. Oft wird Frauen nicht geglaubt oder es gibt Zweifel. Hat die Person vielleicht doch freiwillig Drogen genommen? Und auch vor Gericht geht es bei solchen Fällen eher um die Glaubwürdigkeit des Opfers und die ist meistens unter anderem durch den Gedächtnisverlust nicht so hoch. Alle Erkenntnisse, die es in England zum Thema Spiking gibt, weisen darauf hin, dass die Mehrheit der Leute, die sich mit der Sorge gemeldet haben, dass sie gespiked wurden, keine Nachweise auf illegale Drogen in ihrem Blut oder Urin hatten. In einer Umfrage, die unter vermeintlich Spiking-Betroffenen durchgeführt wurde, wurde von vielen berichtet, dass sie nach dem Melden des Vorfalls oft einfach als betrunken abgestempelt wurden. Und auf diese Umfrage kommen wir übrigens später nochmal zu sprechen. Und auf der anderen Seite kommt dazu, dass viele der Vorfälle von den Opfern aus überhaupt gar nicht erst angezeigt werden. Ich habe nach den Vorfällen im Bergheim bei der Polizei Berlin nachgefragt und die Antwort bekommen, dass ihnen aktuell kein Fall, kein Einsatz und keine Ermittlung zum Thema Needle Spiking bekannt ist. Könnte natürlich sein, dass es wirklich keine Needle Spiking Vorfälle gibt, aber was da auch mit reinspielen kann, ist, dass sich die Opfer schämen, traumatisiert sind oder wenig Hoffnung haben, weil sie glauben, dass ihnen sowieso nicht geholfen wird, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Tat aufgeklärt wird, nicht so hoch ist. Also zusammengefasst lässt sich sagen, es gibt eine richtige Schieflage zwischen der öffentlichen Wahrnehmung, den angezeigten Fällen und den tatsächlichen Beweisen. Dr. Babu, ein Allgemeinmediziner aus London, sagt, dass wir aber eher nicht darüber diskutieren sollten, in welcher Form es überhaupt möglich sei, sondern vielmehr darauf schauen sollten, dass alle Menschen, die bereits betroffen waren, davon berichteten, dass ihnen schwindlig wurde und sie zusammengebrochen sind und sie alle blaue Flecken bemerkt haben. Das müsse man respektieren und ernst nehmen. Das Ganze kann dann aber auch Auswirkungen auf die Clubs haben. Patrick Malvaise, Präsident des Nationalen Zusammenschlusses der Diskotheken und Freizeiteinrichtungen, sei besorgt, dass unbewiesene Nadelstichvorfälle Panik auslösen, die total unberechtigt sei. Es könnten ja auch Zahnstocher sein, Scheren oder Nägel und keine Nadeln. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel Zoe Zania nehmen, dann geht es ihr ja auch in ihrem Post darum, andere vor einem solchen Erlebnis zu schützen. Die Clubs verweisen jedoch darauf, dass es ein Einzelfall in Berlin sein soll, noch dazu einer, der medizinisch nicht belegt ist. Gleichzeitig heißt Einzelfall nicht, dass sie die einzige ist, die von einem Needle-Spiking-Vorfall berichtet. Wir erinnern uns an die Stories aus Frankreich, England, Belgien und so weiter. Für mich bleiben da irgendwie immer noch zwei Fragen offen. Wenn beim Needle-Spiking wirklich Drogen verabreicht werden, erstens, wer tut sowas? Es müssen ja Menschen sein, die sich genau auskennen. Was die Beweggründe sein können, das kann man nur erahnen. Und es gibt tatsächlich Spekulationen, dass die Menschen, die das tun, einfach nur ein Gefühl von Macht ausleben wollen, was einfach nur what the fuck ist. Und die andere Frage ist, was können und sollen wir eigentlich jetzt mit dieser Info tun? Klar kann ich euch jetzt sagen, macht eine WhatsApp-Gruppe, teilt euren Standort die ganze Nacht lang live miteinander, macht einen Treffpunkt aus, falls ihr euch mal verliert, checkt eure Drinks nach Auffälligkeiten, fahrt immer lieber mit dem Taxi nach Hause, statt alleine heimzulaufen. Es gibt ein Heimwegtelefon und schreibt immer, wenn ihr nachts ankommt, dass ihr sicher angekommen seid und zieht am besten noch Jeansstoff oder gleich am besten eine schutzsichere Weste an, dass euch potenzielle Nadeln nicht durch das Material kommen können. Aber ich schätze, zum einen, ihr kennt diese und viele andere Tipps schon, oder? Also, was sind denn so Dinge, die ihr beim Feiern macht? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bei uns in der Brust-Raus-Gruppe hat sich das etabliert, dass wir einen Pinguin reinposten, sobald wir zu Hause sind. Keine Ahnung, wieso eigentlich, aber es ist cute. Aber ist es nicht auch irgendwie krass, wie viele Tipps es davon gibt? Und zum anderen, sie alle bekämpfen die Symptome, aber nie die Ursache. Also klar, diese Maßnahmen können helfen, aber es ist auch ein bisschen dieselbe Logik, wie wenn man das Opfer fragen würde, was hattest du eigentlich an? Also man verschiebt die Verantwortung auf die Opfer. Und vielleicht kennt ihr auch schon so Gadgets und Erfindungen wie Nagellacke, die sich verfärben, wenn man die lackierten Nägel in ein gespiktes Getränk macht, was es übrigens nie auf den Markt geschafft hat. Oder Armbänder, die tatsächlich in Drogeriemärkten verkauft werden und im Schnelltest K.O.-Tropfen in Getränken nachweisen sollen. Und versteht mich nicht falsch, es ist natürlich cool, dass man versucht, solche Lösungen zu finden, die uns irgendwie sicher fühlen lassen sollen, aber ExpertInnen sagen auch, dass dadurch eher eine falsche Sicherheit entstehen kann. Oft erkennen nämlich diese Gadgets gar nicht alle eingesetzten Drogen, die so im Umlauf sind. Da fände ich den Vorschlag, dass dem GBL Bitterstoffe hinzugefügt werden sollten, damit man es im Drink sofort schmeckt, irgendwie sinnvoller. Aber auch hier, wenn eine Droge bitterer schmeckt, gibt es einfach eine andere Substanz, die nicht bitter ist, die man dann eher nehmen würde. Das so für alles zu regulieren, ist schwer. Und auch wenn es gut ist, dass zum Beispiel die Protestbewegung wie Girls Night In auf das Problem aufmerksam machen konnte, aber die Lösung für solche Vorfälle kann ja auch nicht langfristig sein, bleibt am liebsten einfach direkt zu Hause, oder? Man muss die Wurzel des Problems beheben und das wäre dann wahrscheinlich den Leuten versuchen klarzumachen, wie gefährlich Spiken tatsächlich sein kann und dass man das auf gar keinen Fall unter keinen Umständen tun sollte. Wie man das aber am besten macht, das kann ich euch leider nicht sagen, aber immerhin kann ich aufgrund der aktuellen Beweislage und der bisher geringen Anzahl der bekannten Fälle sagen, Needle Spiking scheint aktuell kein extrem weit verbreitetes Phänomen
Phänomen, vor allem nicht in Deutschland zu sein. Ich hoffe, es bleibt dabei. Also Panik brauchen wir alle hoffentlich nicht haben. Zumindest habe ich sie nicht. Vorsicht dagegen schon. Denn wie gesagt, durch Victim Blaming, Scham und schwere Nachweisbarkeit kann es auch sein, dass die Dunkelziffer der Vorfälle viel höher sein könnte. Und das sollten wir natürlich nicht außer Acht lassen. Das Spiken von Getränken ist dagegen ein sehr ernstzunehmendes Problem. Auch wenn niemand bei der aktuellen Beweislage von Fällen, in denen K.O.-Tropfen im Spiel gewesen sein sollen, sagen kann, wie groß das Problem wirklich ist. Die Erzählungen und Erfahrungsberichte lassen vermuten, dass es nicht nur eine gefährliche, sondern auch eine sehr weit verbreitete Praxis ist. Und ich weiß, es ist nicht einfach und es kann auch eine große psychische Belastung sein, aber bestraft und aufgeklärt können diese Vorfälle nur werden, wenn man schnell handelt, die Beweise sichert und die Vorfälle meldet. Vor allem einen Blut- und Urintest sollte man so schnell wie möglich durchführen lassen. Denn damit das Ausmaß des Phänomens überhaupt greifbar und nachweisbar wird, sind aktuell noch viele Untersuchungen und Ermittlungsarbeiten nötig. Ich will nur noch mal betonen, meldet bitte jede Art von Spiking bei der Polizei. Egal, ob ihr euch an die Einzelheiten erinnert oder nicht. Es muss euch nicht peinlich sein, ihr seid nicht schuld. Nur damit es nochmal jemand gesagt hat. Es gibt außerdem in einigen Städten eine sogenannte Gewaltschutzambulanz. Hier wird Opfern geholfen, Beweise nach einem Vorfall zu sichern. Das heißt, man kann später entscheiden, ob und wann man das zur Anzeige bringen will. Diese und andere Hilfsangebote haben wir euch natürlich in der Infobox verlinkt. Was ich bei der Recherche ziemlich krass fand, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Umfrage, die ich am Anfang kurz erwähnt habe, weil in England die Maßnahmen von Clubs und FestivalbetreiberInnen und der Polizei mehr oder weniger wirkungslos waren, schaltete sich 2021 sogar das britische Parlament ein. Sie haben diese Umfrage veranlasst, an denen 1895 verschiedene Spiking-Opfer und 1413 Zeugen teilgenommen haben. Bei der Umfrage kam heraus, dass 9 von 10 Opfern nach Spiking-Vorfällen keine oder kaum Unterstützung von Veranstaltern und Clubs erhielten. Dazu stellt sich bei vielen Betroffenen das Gefühl ein, dass ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit vor Ort nicht ernst genommen wurde. Dazu hat Dawn Dines, Leiterin der Wohltätigkeitsorganisation Stamp Out Spiking, folgenden Vorschlag: Wir müssen das Barpersonal, das Management von Veranstaltungsorten, RestaurantbesitzerInnen, StraßenpredigerInnen und TaxifahrerInnen weiterbilden. Alle müssen geschult werden, damit wir die Symptome verstehen und wissen, was zu tun ist, wenn jemandem so etwas passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch es ist, wirklich alles und jeden zu briefen, aber ich finde die Idee von sogenannten Awareness-Teams auf solchen Veranstaltungen eigentlich ganz cool. Ich persönlich nehme immer mehr wahr, dass es solche Teams auf Veranstaltungen gibt und kann mir vorstellen, dass es hilft, konkrete Ansprechpersonen zu haben im Falle eines Falles. Es gibt mittlerweile sogar Leitfäden, die man online runterladen kann, nach denen man sich richten kann, wenn man selbst eine größere Party veranstaltet oder Clubs betreibt. Das heißt, ich sag's mal so, wenn man wollen würde, könnte man. Und solange es keine Regelung gibt, etwas, was wir in der Hand haben, gebt nicht nur auf euch, sondern auch auf die Leute um euch herum Acht. Wenn ihr bemerkt, dass es einer Person überhaupt nicht gut gehen sollte und sie alleine ist und die Sorgen niemand ernst nimmt, dann versucht zu helfen. Irgendwie. Holt jemanden zur Hilfe, lasst die Person nicht alleine. Ihr würdet ja auch wollen, dass das jemand für euch macht, oder? Also ich würde es wollen. Und jetzt würde es mich mega interessieren, ob ihr selbst auch schon Hilfe gebraucht habt, während ihr feiern wart. Oder habt ihr mitbekommen, wie etwas passiert ist? Habt ihr vielleicht von Needle oder generell von Spiking mitbekommen? Dann lasst uns gerne darüber reden in den Kommentaren. Hier sprechen wir übrigens über die Angst, die man hat, wenn man nachts alleine nach Hause geht. Und hier kommt ihr zu einem aktuellen Video von uns. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und kommt nächste Woche wieder. Bye!